Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sonja Ariel von Staden und ich grüße euch ganz herzlich aus meiner Heimat Mallorca. Ich bin hier, um euch die Jahresbotschaft für 2019 vorzutragen. Eine Botschaft, die durch mich schon seit vielen Wochen fließt, immer wieder in neuen Etappen, immer wieder durch neue eigene Erkenntnisse, unter anderem auch durch das Malen und Channeln des Jahressternentors. Ich stehe hier vor dem neuen Jahressternentor für 2019 und dieses Sternentor heißt Höhenflüge. Es ist für mich seit 2006 eine große Freude und Ehre, diese Lichtbotschaften der sogenannten Sternentorbilder zu empfangen. Und es wird zu diesem Bild auch noch ein eigenes Video geben, das werde ich unten in der Infobox verlinken. Was ich jetzt während der letzten Wochen und Monate an Informationen für das neue Jahr erhalten habe, möchte ich jetzt ganz frei und in Verbundenheit mit meiner Seele und der Schöpferquelle an euch, an dich weitergeben. Was für mich immer das Wichtigste ist, ist das Gefühl für ein neues Jahr. Die Jahresbotschaften channel ich schon seit über 13 Jahren mittlerweile und es war jedes Mal eine wachsende Herausforderung, weil sich die Energien auf der Erde immer weiter verdichtet haben, immer mehr angehoben haben und es in den letzten Jahren zwischendurch auch für die meisten Menschen auf dieser Erde eine riesengroße Herausforderung war. Es ist und bleibt auch so, denn das ganze Leben ist, so wie ich es erfahren habe in diesen 50 Erdenjahren, die ich nun fast hier auf der Erde bin, wie ich es durch meine eigenen Erfahrungen spüre, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen die Intensität, denn nur durch die Gefühle, die Gedanken, die Worte und Taten kann unsere Seele auf dieser Erde immer mehr Erfahrungen sammeln. Mit jedem Leben, wenn man an Reinkarnation glaubt, mit jedem Tag, mit jeder Minute, jeder Sekunde sammeln wir Erfahrungen, Informationen, Erkenntnisse. Viele Menschen lassen diese Energien einfach durchfließen, wegrauschen und sammeln sie nicht in sich, um aus Wissen Weisheit machen zu lassen. Weisheit ist gelebtes Wissen. Es reicht nicht, sich zu informieren. Wir müssen etwas aus den Informationen kreieren. Sehr, sehr viele Menschen, die sich spirituell ganzheitlich entwickeln und das auch sehr bewusst tun, haben schon gespürt, dass es immer schneller und leichter wird, sich zu entwickeln. Und Entwicklung heißt, sich aus etwas herauszuwickeln. Das bedeutet, dass wir uns von den alten Ketten der Gedanken, der Erfahrungen und vor allen Dingen der vermeintlich negativen Erfahrungen lösen. Entwicklung bedeutet, dass wir mutig sind, dass wir unsere Kraft nutzen, die in uns ist. Und die meisten Menschen nutzen nur einen kleinen Bruchteil ihrer wahren Kraft. Ob das jetzt die materielle, körperliche Zellkraft ist, ob das die Kraft des Geistes, des Verstandes ist. Alle wissen mittlerweile, dass wir nur einen Bruchteil unserer Gehirnfunktionen wirklich freigeschaltet haben und nutzen. Dann gibt es auch noch die Zirbeldrüse, eine wichtige Hormondrüse im Kopf, die uns befähigt, immer bewusster zu sein, immer bewusster im Jetzt zu leben, statt immer nur der Vergangenheit nachzuweinen oder zornig auf sie zu sein oder ständig mit den Gedanken der Zukunft zu sein, damit wir sie kontrollieren und lenken können, um noch erfolgreicher oder schöner, größer, machtvoller, reicher zu sein. Und all das, ihr Lieben, ist für 2019 völlig ohne Belang. Entweder schaffen wir Menschen es, dass wir endlich die wahre Lichtkraft in uns entdecken, entfachen und meistern, ohne sie zu kontrollieren, sondern indem wir sie lieben und einladen. Und das bedeutet, dass wir immer mehr unser Potenzial entfalten können, dass wir immer mehr in unsere wahre Größe hineinwachsen,
dass wir wie diese schöne Lichtgestalt auf dem Jahressterntor unsere Flügel symbolisch wirklich weit aufmachen, sie nutzen und fliegen für die Höhenflüge. Das bedeutet, dass wir uns von den Ketten befreien müssen, die uns schwer machen, von den Gewichten, die auf unseren Schultern, im Herzen lasten. Tun wir das nicht, öffnet sich die Schere in der Welt immer mehr. Und ich rede jetzt nicht von der Schere zwischen arm und reich, zwischen Bildung und ungebildet, zwischen haben und nicht haben, sondern im Sinne von aufschwingen, höher schwingen, lichtvoller, leuchtender zu werden oder eben als, wie ich es in letzter Zeit nenne, als Schlafschaf oder als Gefühlszombie durch die Gegend zu gehen, als Mensch, der die Scheuklappen ganz dicht gemacht hat und sich nicht weiterentwickeln will. Und alles ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, so zu sein, so zu handeln, denn jeder Mensch hat den freien Willen zu tun und zu lassen, was er möchte. Es ist eine Chance. Dieses Symbol hier, dieses ganze Bild steht wirklich für die Kraft, die jeder Mensch in sich trägt. Die Kraft, sich auszudehnen, zu leuchten in der Liebe und Geborgenheit des Universums, der Schöpferquelle, wie auch immer ihr es nennt, ob man es Gott nennt, ob man es Ursprung nennt. Und all diese verschiedenen Kräfte, symbolisch durch diese bunten Punkte hier angedeutet, diese Kräfte wirklich einzusammeln, einzuladen als Geschenk, als Wunder, als Unterstützung auf dem Weg. 2019 ist eine riesengroße Chance, noch mehr als all die Jahre vorher, Licht zu bündeln und zu nutzen wie ein Laser, der zerstören, aber auch heilen kann, der Energie auf einen ganz kleinen Raum bündelt und nutzt. Es gilt, die innere Körperkraft zu stärken, die ganze Gesundheitsbewegung, die auf der ganzen Welt stattfindet, im Gegenzug zu der immer unbewussteren Ernährung in Richtung Fast Food und zu viel Zucker etc. und viel zu viel Chemie, diese ganze Gesundheitsbewegung wird ja durch die Energie auch noch gefördert, nämlich, dass die Menschen erwachen und merken, dass ihr Körper einzigartig und für diese Entwicklung absolut wichtig ist. Also Körper stärken im Sinne von so natürlich wie möglich zu leben, zu essen, zu trinken, sich zu bewegen etc. Geisteskraft stärken durch innere Ausrichtung, durch Meditation, durch Öffnen für all die Wunder und Geschenke, für die Energien, die zu uns kommen. Und dann das Leben zu genießen, Spaß daran zu haben, es wirklich mit allen Sinnen zu erfassen. Nicht einfach Tag für Tag vorbeirauschen zu lassen, sondern den Augenblick immer wieder wahrzunehmen. Das kann man nicht jeden Augenblick tun, dazu ist unser Gehirn gar nicht in der Lage. Wir müssen filtern und manches rauscht vorbei. Wir können nicht jede Information präsent fühlen und wahrnehmen, sondern es gilt, zwischendurch innezuhalten. Es gibt ja sogar mittlerweile Apps für das Handy oder für den Computer, um mal zwischendurch einen Ping zu geben, um zu sagen, oh, okay, wo bin ich gerade? Wie fühle ich mich gerade? Kann ich etwas verändern an dem, wie ich mich fühle, wo ich gerade bin? Macht es mir Freude, macht es mir keine Freude? Und diese Achtsamkeit zu lenken. Also wirklich diesen inneren Seelendiamanten zum Leuchten zu bringen, den wir alle in uns tragen, im Herzen, als Seelenkraft. Ich habe für Januar und Februar dieses neuen Jahres 2019 auch eine Engelbotschaft erhalten, wie immer. Die werde ich auch unten verlinken im Infokasten. Und dies ist so wichtig, so schön, was die Engel als Symbol für die Stimme des Universums uns geschenkt haben, nämlich eben diese Lichtkraft noch weiter zu stärken und zu nähren. Nutzt es. Nutzt all die Möglichkeiten, all die Werkzeuge, die ihr schon lange gesammelt habt. Lasst sie nicht in der Ecke verstauben. Holt sie hervor und nehmt euch aus diesem ganzen großen Schatz, den ihr gesammelt habt, die wichtigsten zu euch wirklich passenden Werkzeuge raus und nutzt sie, wendet sie an.
Vertraut euch, vertraut dem Universum, dass ihr in der Lage seid, euer wahres, schönstes Leben zu erschaffen. Höhenflüge bedeutet, mit der Erde gut verwurzelt zu sein, wirklich gerne auf der Erde zu sein, sie zu nutzen in tiefer Dankbarkeit, mit Respekt und Liebe, Achtsamkeit und das Allerbeste aus diesen Geschenken auf der Erde herauszuholen, wirklich das Beste aus dem zu machen, was ihr mitgebracht habt. Körper, Geist, Seele, Bewusstsein, Verstand, Ego, ja, auch das spielt eine Rolle. Aber es wird im nächsten Jahr für die Menschen, die sich tatsächlich als Lichtmenschen fühlen möchten, immer einfacher werden, das Ego auf ihre lichtvolle Seite zu holen. Dass es nicht mehr der Gegenspieler sein muss, sondern dass es der Mitspieler, der Captain des Teams sein kann in Liebe und mit achtsamen Dienen. Ich wünsche uns allen, dass dieses Jahr, auf das ich mich so unglaublich freue, und diejenigen, die meine Jahresbotschaften kennen, das ist nicht immer so, aber dieses Jahr freue ich mich total auf das, was kommt, denn ich weiß, das, was sich jetzt als Energie zeigt, ist so machtvoll, so leuchtend, so liebevoll und mutfördernd, dass wir alle wirklich diesen Aufstieg im kommenden Jahr, in diesem Jahr 2019, extrem fühlen, fördern und genießen können. Also in diesem Sinne wünsche ich euch von Herzen das Allerbeste, dass ihr euch wirklich zu dem Lichtmenschen machen könnt, der ihr immer schon wart. Eure Seele ist Licht. Nur dieses Licht als Mensch wirklich ausdehnen zu können, das ist erst jetzt möglich, weil sich die Energie auf der Erde so stark hochgeschwungen hat. Jetzt können wir es und jetzt sollten wir es tun. Ich bin dabei, ich hoffe, du bist dabei, ihr seid dabei. Und all diese Lichtmenschen, die da um mich sind, die sich zu mir und meinen Botschaften hingezogen fühlen, werde ich Tag für Tag begleiten, auf allen sozialen Medien, die ich finden kann, die mir gut tun, die meine Kommunikationsfrequenz haben. Alles unten verlinkt in der Infobox und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Je mehr wir sind, desto schöner wird es auf der Erde und desto leichter wird es für uns alle. In diesem Sinne, alles Liebe aus Mallorca, eure Sonja Ariel von Staden. Bis bald. Ciao.